Faules Stück, Harfenbluff, Rumhockerin, Worst Instrument of all times. Erstmal die Personalien. Familienname? Leenaerts. Vorname? Anneleen. Nationalität? Belgierin. Instrument? Harfe. Absatzhöhe müssten wir kurz feststellen. Markus, kann ich einen Zollstock haben, mal bitte? 9 Zentimeter. Ja, also bei mir ist es auch, warte mal. Bei mir sind es heute 11. Ich muss auch immer mal wieder über die 2 Meter kommen, das ist einfach wichtig. Wie hoch sind Sie dann, wenn Sie mit 9 Zentimetern? Immer noch zu klein. Fingerabdrücke. Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Also das wäre eigentlich... Das ist jetzt der Ringfinger, naja, ist egal. Ich brauche den Daumen aber jetzt. Die andere Hand auch mal den Daumen, bitte. So, und jetzt zu mir. Die Frage ist, ob man da überhaupt noch irgendwas erkennen kann. Also das ist hier das. Da sehe ich ja gar kein Muster mehr. Ihnen ist schon bewusst, dass man damit natürlich das perfekte Verbrechen begehen kann. Aber man kann trotzdem nichts damit beweisen, oder? Ja, das ist das Problem. Nächster Vorwurf, Worst Instrument of all times. Auf der Liste der miesen Orchesterinstrumente ist die Harfe auf Platz 10. Ihr Instrument wiegt mehr und ist auch größer als Sie. Wie kompensieren Sie das? Dass es mies ist oder dass es mehr wiegt? Nee, dass es einfach größer ist. Versuchen, mich selber fit zu halten, damit ich überhaupt mit dieses große Instrument umgehen kann. Dass ich die Muskeln habe, dass ich weit genug reichen kann. Aber bleibt vielleicht trotzdem am Platz 10. Kann es passieren, dass die Harfe einen spielt? Also, dass man keine Kontrolle mehr hat über dieses Ungetüm? Ja, man hat vor allem keine Kontrolle über die Stimmung natürlich, egal wie gut man sich vorbereitet oder stimmt. Abhängig von Temperatur, die andere steigen, wir gehen runter mit Darmsaiten. Also da sind wir dann trotzdem unschuldig, weil wir können es nicht ändern während dem Spiel. Aber zur Not kann man einfach einmal so wusch, wusch machen und alles ist gut, oder? Genau, so ein schönes Glissando geht immer. Geht immer, ne? Ja. Aber Sie haben schon noch Lust, dieses Instrument zu spielen, oder? Es klingt ja jetzt schon so eher... Nachdem er schon am Platz 10 ist, mieseste Instrument, Pedalen hat, nie stimmt. Also würden Sie es noch mal machen, wenn Sie die Wahl hätten? Ja, es hat nie Sinn, irgendwie die Realität in Frage zu stellen, oder? Das Leben könnte doch viel einfacher sein mit so einer Triangel zum Beispiel. Ja, das mache ich dann im Nebenberuf, weil wir so wenig zu tun haben. Ja, das kommt auch noch dazu. Es gab mal Opern, wo die Harfe eine extra Schlagzeugeinlage hatte, Peitsche. Peitsche? Ja. Peitsche, das können Sie jetzt auch spielen? Das kann ich jetzt auch, das hat mir richtig gut gefallen, ja. Das finde ich schwierig. Diese Harfe, das ist ja ein total kompliziertes Instrument. Also erstmal diese wahnsinnig vielen Saiten und dann diese Pedale. Können Sie mir in 30 Sekunden erklären, wie das wirklich funktioniert? Und die Zeit läuft jetzt. Man hat 7 Töne, also jeder Ton hat ein Pedal. Pro Pedal gibt es dann nochmal 3 Möglichkeiten, Halbtöne. Also alle chromatische Wechselungen werden mit den Füßen getreten. Also jedes Stopp. Fis, 15 Sekunden. 7 Töne. Jetzt ist die Frage, ob Sie es verstanden haben, natürlich. C, D, E, F, G, A, H, C. Richtig. Und dann Man hat 3 drückt man Pedale. drauf. Und dann steigt die Spannung, also ein Halbton höher. Nochmal drauf, noch ein Halbton höher.
Und so hat man 3 Möglichkeiten pro Seite. Und für jede Seite Hat man 3 Möglichkeiten. Kann man Ces spielen, C und Cis. Also man braucht da eigentlich gute Bauchmuskeln. weil man einfach vor allem auch tritt. Ja, weil man ständig mit den Füßen in die Luft hängt Ach so. während dem Spielen. Also man hat, Das wäre das nett, wenn man da eine Stütze hätte. also man hat überhaupt keinen Bodenkontakt mehr. Manchmal nicht, nein, eben. Das ist der nächste Vorwurf vielleicht. Ja, da schwebt man halt wirklich dann so engelmäßig irgendwann weg. Ja, klar. Viele Komponistinnen und Komponisten haben auch gar keine Lust für das Instrument, was zu komponieren, weil sie es nicht kapieren. Also denen geht es genauso wie mir. Wie viel Bestechungsgeld müssen Sie auf den Tisch legen, damit da neue Werke kommen? Es ist schwierig, es ist ein kompliziertes Instrument, aber man versucht einfach immer zu sagen, schreiben wie für Klavier und wir suchen die Lösungen. Wenn man schon anfängt, im Vorhinein zu sagen, das und das und das ist nicht möglich, natürlich hat dann niemand noch Lust, für die Harfe zu schreiben. Aber besser ist, dass der Komponist sich frei fühlt und dass wir dann im Nachhinein die Lösung finden. Weil zum Beispiel Richard Strauss, wenn man sich das heutzutage anschaut, da wird jeder Harfenist sagen, das geht nicht. Aber es geht, weil man eine Lösung gesucht hat, wie man das chromatisch löst oder mit Enharmonien zum Beispiel, mit den Pedalen. Mit Enharmonien? Man hat die Möglichkeit, ein Cis und ein Des natürlich, das sind 2 verschiedene Seiten. Und deswegen kann man manchmal, wenn man nicht die Zeit hat, den richtigen Pedal zu wechseln, weil es gibt 3 Pedalen links, 4 rechts. Man könnte dann schauen, ob man rechts und links kombiniert, statt 2-mal rechts zum Beispiel. Ich war schon bei den Pedalen rechts und links war ich schon raus. Nach so Rubiks. Aber eigentlich. Und ich habe nicht mal einen Führerschein. Nächster Vorwurf, Rumhockerin. Sie sitzen sehr viel rum. Die Harfe hat ja nicht ständig was zu tun. In der Oper, auch im Konzert, immer wieder Pausen. Ich weiß nicht, was so die längste Pause ist. Bei Wagner gibt es so Stellen. 1,5 Stunden. 1,5 Stunden, also ein Fußballspiel. Wie oft haben Sie schon Einsätze verpennt, ehrlich? Noch keins. Ich habe nur einmal eine Vorstellung vergessen. Ich war fix überzeugt, dass ich keinen Dienst hatte. Ich war müde, sogar ein bisschen krank, glaube ich. Und ich habe ständig Anrufe bekommen von unserem Inspektor und dachte, jetzt lass mich doch einfach mal in Ruhe. Und dann bin ich drauf gekommen, dass das wäre, weil ich eigentlich in der Oper sein sollte. Es war Gott sei Dank Nabucco, wo die Harfe nur ganz am Anfang zu zweit was spielt. Da hat die zweite Harfe das dann gespielt und ich bin für den Schluss brav reingekommen. Aber ja, wir sind alle nur Menschen, oder? Wir haben auch gehört, dass Sie auch schon während einer Oper einfach mal nach Hause gehen, um was zu essen. Ja, das stimmt. Ja. Ich wohne Gott sei Dank direkt neben der Oper. Ich würde nie mit öffentlichem Verkehr noch irgendwie rausfahren, damit ich ein Risiko eingehe. Aber ich kann zu Fuß in 5 Minuten nach Hause. Also Aber auch das ist gefährlich. Es gibt Radfahrer, es gibt Autos, es gibt... ja, also ich sollte eigentlich auch unter dem glasenen... Einfach sitzen bleiben. Ja, okay. Einfach sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Ich Aber meine, dann habe ich die- wieder den Vorwurf Rumhockerin. Die Radfahrer, die haben ja so Schmierzeug für den Hintern, wenn man zu viel sitzt. Ja. Vielleicht Ja, okay. Vielleicht auch mal da. Ich werde es versuchen Ja. und dann berichten, wie es Ja. mir geht. Ja. Ja. Wir kommen zum letzten Teil vom Verhör, das Kreuzverhör. Wenn Sie mal tot sind, Harfenengel auf einer Wolke oder Gothic Bitch in der Hölle? Vielleicht ist es am lustigsten in der Hölle, oder? Weil da gibt es zu viele Hafen schon im Himmel. Lieber eine Stunde neben der Piccoloflöte sitzen oder die Schlagzeuger im Rücken?
Schlagzeuger im Rücken. Verstimmte Harfe oder verstimmte Harfenistin? Bestimmte Harfe. Standard. Markus, also ganz ehrlich, Ich das mit der Peitsche. Vorstellung einmal vergessen, okay, das kann man jetzt noch so. Aber Also das. ich würd jetzt mal so sagen, wenn sie fehlt im Orchester, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Und Ja, ich würde es einfach mal auf Nummer sicher gehen. Heutzutage weiß man nie. ja. Und, Und ich mein, mit den Fingerabdrücken. mit den Fingerabdrücken ist halt einfach alles möglich. U-Haft, auf jeden Fall. Und die Staatsanwaltschaft schaut sich das Ganze dann nochmal an. Und Maniküre. Mein Gott. Oh, So. Die sind groß. Ja, ja. Da geht's rein und nie wieder raus. Okay. Wie im Graben.